Wir leben seit 6 Jahren in Peru. Und trotzdem gibt es noch Dinge, bei denen wir sagen, das hätte es in Deutschland nicht gegeben. Warum hier ein Huhn manchmal mehr zählt als ein Hund. Die Schuluniform akkurat gestriegelt sauber sein muss, trotz Tropenumständen. Und ein peruanischer Spielplatz euch manchmal erstaunen lässt. Das sind weitere 10 Dinge, die du über Peru bestimmt noch nicht wusstest. Und bei einem Punkt haben sogar wir erst nach Jahren richtig verstanden, wie alltäglich und normal das hier eigentlich ist. Punkt 1. Die Hühner sind mehr wert als die Hunde. Zumindest erscheint es uns so in unserer ländlichen Gegend, wo wir leben, dass Hühner mehr Nutzen für den Mensch haben als die Hunde. Und das sieht man auch dementsprechend. Die Hunde essen das, was irgendwo noch zu finden ist auf der Straße. Und die Hühner, die sind überall. Ja? Die dürfen auf der Straße frei rumlaufen. Die dürfen im Haus sein. Und wenn unser Hund zum Beispiel ein Huhn jagt, dann ist das das Schlimmste, was du tun kannst. Dann wirst du ganz schlecht angesehen oder kriegst sogar üble Worte nachgeworfen. Wenn vom Nachbarn aber seine Hühner auf unser Grundstück wollen, dann ist es unsere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass seine Hühner auf seine Seite bleiben. Ja, er soll aufpassen, aber hält dafür so gut wie nichts zurück. Punkt Nummer 2. In Peru ist Schuluniformpflicht. Soweit vielleicht gar nicht mal überraschend. Was uns oder mich insbesondere als Hausfrau allerdings wirklich schockiert hat, ist, dass trotz, wo wir gelebt haben, tropischen Umständen, aber natürlich zählt das für ganz Peru, die Schuluniformpflicht, dass die akkurat sauber und weiß sein muss. Oftmals sind die Socken relativ hoch bis unter das Knie und sie sind sehr oft weiß. Die Schuhe sind akkurat schwarz, blank geputzt, wie man das von der Bundeswehr kennt. Und jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Es ist nicht so, dass da jemand die Kinder mit dem Auto zur Schule fährt. Es ist nicht so, dass die Kinder in einem Schulbus sitzen, direkt vor der Haustür und dahin gefahren werden. Wenn es ein Verkehrsmittel ist, dann ist es entweder ein Motorrad oder ein Motocar. Das ist offen. Und da wird man in der Regel, wenn es trocken ist, kann es staubig sein, aber es regnet natürlich auch viel. Es ist schlammig, es ist dreckig und einige gehen zu Fuß, ja, und es haben nicht alle einen Regenschirm oder eine Regenjacke. Und in der Schule wird überprüft, wie sauber das ist und wie gut die Norm eingehalten ist. So, die kommen jetzt vielleicht nach Hause. Es muss ja auch dann sauber gehalten werden für den nächsten Einsatz in der Schule, ja. Die Leute in der Regel haben nicht alle eine Waschmaschine. Sie haben nicht ein Bügeleisen zu Hause, ja. Punkt 3. Gebrauch kaufen, vor allen Dingen übers Internet. Du weißt nie, was dich erwartet. Und zwar können wir da aus eigener Erfahrung sprechen. Wir haben mal einen Winkelschleifer im Internet gekauft. Der sah auf den Bildern top aus. Ja? Der sah richtig gut aus. Und der Verkäufer hat uns bestätigt, ja, da ist wenig genutzt worden. Und als er dann ankam und als ich ihn dann genauer inspiziert habe, habe ich festgestellt, dass dieser Schutz oben an der Schleifscheibe, der wurde überlackiert und da war unten drunter sogar noch die Reste vom Schleifenvorhang drunter. Und ja, eben nochmal mit so einem glänzenden Mittel eingerieben, damit es schön frisch aussieht. Aber das Plastik war dann doch mehr abgenutzt, als wie es geschienen hat auf den Fotos. Er hat funktioniert, allerdings war es nicht ganz das, was ich erwartet hatte. Und er hat auch schon so ein bisschen eigenartige Geräusche gemacht. Also es war wahrscheinlich ein Verkauf aufgrund dessen und wollten so viel wie möglich rausholen. Und das ist kein Einzelfall. Und es wurden sogar schon Seriennummern weggefeilt. Thema Spielplätze. Ja, ich versuche euch jetzt mal das Bild zu transportieren. Und zwar sind die Spielplätze in Deutschland, ihr kennt das, die sind TÜV abgenommen, die sind gewartet und man kann eigentlich sagen mit guter Gewissheit, man kann sein Kind da spielen lassen. In Peru erscheint mir das manchmal doch sehr fragwürdig. Und zwar gebe ich euch mein schockierendes Bild, was sich wiederholte an verschiedenen Orten in Peru. Das sind die Wippen. Ich weiß nicht, für welchen Riesen die Peruaner Wippen herstellen. Denn sie selber sind im Durchschnitt schon mal wesentlich kleiner als wir. Und die haben Wippen, da musst du 2 Meter sein, wenn nicht sogar noch länger. Also du kannst es nicht, weder wir als Erwachsene, geschweige denn unsere Kinder, dass du dich, wenn die Wippe so ist, dass du dich da draufsetzen kannst. Du kannst die Wippe gar nicht so weit in einen Winkel geben, dass man sich draufsetzen kann, weil die mittlere Stange, auf der diese Metall, wie nennt sich denn das? Das Rohr angebracht ist, schon viel zu weit oben ist. Und sowieso Thema Gummimatten, Sicherheit, Abpufferung, Wartung. Ich weiß nicht, ob es die gibt. Und jetzt zu Punkt 5. Warmwasser im tropischen Bereich ist eine Seltenheit.
weil es bei diesen Temperaturen die meisten einfach nicht für erforderlich halten, ja, Geld dafür auszugeben oder vielleicht auch gar nicht die Notwendigkeit darin sehen, warmes Wasser zu haben. Und dieser Duschtopf, wenn er denn dann vorhanden ist, ja, das ist dann meistens kein Durchlauferhitzer oder sowas oder kein Warmwasserboiler, der das ganze Haus mit Warmwasser versorgt, sondern dann ist das meistens nur direkt an der Dusche angebracht mit einem elektrisch betriebenen Duschtopf, der teilweise vom Anschluss her sehr gefährlich, sehr fragwürdig installiert wurde, wo wir auch selber schon mal teilweise leichte Stromschläge bekommen haben. Ja? Weil wenn dieses Kabel da teilweise offen, ohne Isolierung einfach da in der Luft hängt, kann sich das jeder vorstellen, dass das vielleicht von der Isolierung her nicht perfekt gemacht ist. Nummer 6. Und hier möchte ich euch wieder ein Bild vor Augen holen. Und zwar befinden wir uns jetzt auf dem Markt. Ihr seid jetzt mal vergleichsweise auf dem Wochenmarkt in Deutschland. Und hier in Peru kannst du wirklich dahergehen und dem Marktverkäufer sagen, ich möchte nachher eine Suppe kochen, ich brauche 200 Gramm Blumenkohl. Der schneidet dir dann von dem Blumenkohl, den er im Ganzen dort liegen hat, einfach 200 Gramm ab. Danach gehst du daher und sagst, du hättest gerne 2 Stangen Sellerie. Den reißt er dir auch von dem Selleriestrunk als Bündel einfach raus. Und das hat mich wirklich umgehauen zu sehen, dass ich hier Sachen kaufen kann für eine Zubereitung, für eine Mahlzeit. Ich kann mir danach abgepackte Soßen kaufen in so Mini-Beutelchen. Und was ich noch ergänzen wollte, oftmals sagen die nicht 200 Gramm, sondern sie sagen, ich möchte Brokkoli oder Blumenkohl für ein Sol. Ja? Die sagen immer, fast die meisten machen das so, die sagen, ich möchte dieses Produkt für diese und jene Summe haben, egal wie schwer das dann ist. Nummer 7, Trauerumzüge. In Deutschland ist es ja eher so, wenn jemand gestorben ist und es eine Beerdigung gibt, dann ist das ja eigentlich mehr, ich sag mal, verdeckt. Ja, man hat ein Beerdigungsunternehmen, was ein geschlossenes Auto hat, da wird der Sarg zum Friedhof gefahren und dann wird da im Familienkreis oder mit Freunden die Trauerfeier veranstaltet. Hier ist das anders. Zumindest bei uns, was wir erlebt haben. Da ist das so, dass dieser Sarg, der wird dann getragen und der wird dann durchs ganze Dorf getragen oder durch die ganze Stadt, je nachdem wie groß es ist oder zumindest einen gewissen Teil bis zum Friedhof hin. Und das ist dann auch mit Musik, mit einer Art Schallmallenkapelle, das wird richtig laut gemacht, damit es jeder mitbekommt. Es ist nicht so hinter verdeckter Hand, sondern richtig öffentlich, damit jeder sich anschließen kann, damit jeder auch dem Verstorbenen seinen letzten Weg quasi begleiten kann. Und das ist unserer Meinung nach ein deutlicher Unterschied. Und wenn wir schon gerade bei Beerdigung sind oder beim Sterben, in Peru ist es nicht üblich, wie in Deutschland, so einen Stein hinzulegen oder ein Beet zu machen und dann einen Stein hinzustellen oder ein Kreuz, sondern in Peru, das war in Paraguay auch schon ähnlich, werden kleine Häuschen gebaut. So wie eine Hundehütte, sage ich mal. Ja, es soll jetzt nicht abwertend sein, aber es wirkt auf uns im ersten Moment so. Und diese kleinen Häuschen, die haben dann gleich noch sozusagen in Raum, wo man was reinstellen kann, was regen- und witterungsgeschützt ist. Nummer 8. Die bringt mich heute noch ab und zu zur Weißglut. Und zwar ist das der WhatsApp-Textverlauf mit einheimischen Peruanern. Auf Facebook, ja, egal. Und zwar nenne ich euch mal ein Paradebeispiel. Ich bin an einem Produkt, einer Dienstleistung interessiert und dann schreibe ich erstmal einen längeren Text, in dem ich all meine Fragen bezüglich der Dienstleistung des Produkts halt reinschreibe. Und dann bekomme ich irgendwann eine Antwort und ich stelle fest, da jemand hat 3, 4, 5 Worte geschrieben und eigentlich nur auf eine Frage geantwortet. Sebastian sagte mir gleich, schreib nur eine Frage, die werden dir nur eine beantworten. Und selbst wenn man dann auch nur eine Frage stellt, die Art und Weise, wie sie kommunizieren, ist eine ganz andere. Es werden 2, 3 Worte geschrieben, dann wird Enter gedrückt, dann nochmal 2, 3 Worte, Enter gedrückt und es ist sehr, wie aus unserem ersten Video, 10 Dinge, die du noch nicht über Peru wusstest. Es ist sehr befehlend, so abgekürzt, so abgehackt wie so Computersprache. Ja, raubt mir nicht so viel Zeit. Und wenn die anderen was von dir wollen, dann ist das so, dass sie dann oftmals nur schreiben, Hola, also Hallo oder Amigo oder sowas und dann nichts mehr. Und dann kann es auch sein, man wartet einen Tag lang, bis was kommt oder es kommt gar nichts mehr. Ja? Also die erwarten dann von mir, von dem sie schreiben, dass ich dann antworte und frage, was möchtest du? Nummer 9, mit Jeans im Schwimmbad. Und zwar ist es hier in Peru, also was wir erlebt haben, ja, es geht ja immer darum, was wir erlebt haben, nicht üblich, Badekleidung zu besitzen. Wenn die jeweiligen Touristen dann aus Peru in andere Gegenden fahren, um baden zu gehen oder bei sich in der Stadt oder am Strand oder am Fluss, wo auch immer, dann sind sie oftmals in, ich sag mal, für uns normaler Tageskleidung da. Oftmals kurze Hosen und ein Top oder ein T-Shirt und so gehen die dann baden. Und dass jemand mit Badekleidung erscheint, wenn wir da irgendwo hingehen, ist eigentlich schon ja, eine Sonderheit, sage ich mal. Ja? Und deswegen werden wir vielleicht schon manchmal ein bisschen eigenartig dann angeschaut, wobei es jetzt nicht ganz so ist, weil wir sind in dem Bereich, wo Touristen auch sind. Aber wenn man jetzt vielleicht irgendwo hingeht, wo jetzt keine Touristen sind, könnte es durchaus sein, dass die vielleicht sich dich ein bisschen fragend angucken, wieso bist du nicht mit deiner Kleidung im Wasser drin? Nummer 10.
Und hier sind wir bei einem eigenen Zahlsystem für Peru, was fast schon sowas ist wie PayPal in Deutschland. Und zwar das System Yape. Und zwar kannst du alles, also sagen wir mal zu 95% alles mit Yape bezahlen. Sei es der Taxihändler, der dich in die Stadt fährt, sei es deine 1 Zolles Schifflistüte, die du bei der Frau an der Ecke gekauft hast, oder dein Großeinkauf bei Plaza Via. Du kannst im Prinzip alles mit Yape bezahlen. Was hat dich am meisten überrascht? Was kanntest du schon? Schreibt uns das unbedingt in die Kommentare. Ja, und damit bedanken wir uns bei euch fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!